Wir sind hier im wunderschönen Hochschwarzwald in Hinterzarten, im Birklehof, einem der meiner Meinung nach tollsten Internate Deutschlands. Hier wohnen über 200 SchülerInnen und es ist etwas ganz Besonderes, hier zu sein. Nach 2 Wochen hatte ich den Eindruck, als wäre ich hier seit irgendwie Jahren oder so. Also richtig schön, das habe ich noch nie erlebt. Direkt als ich hierher gekommen bin, habe ich wirklich gemerkt, wie viele Chancen es hier gibt. Man wird einfach wahrgenommen. Und das merken die Kleinen bis hoch zu 12. Die kennen einander. Man kann nach 2 Wochen jeden Namen. Wir sind vor allem ein Internat mit einer überragenden Gemeinschaft, weil wir ein überdurchschnittlich großes Internat mit einer unterdurchschnittlich kleinen Schule sind. Dadurch, dass wir hier weniger Schüler sind im Vergleich zu anderen Schulen, hat man hier den Vorteil, dass man Sachen viel besser versteht. Man realisiert am Anfang nicht ganz, wie viel das wirklich ausmacht. Also der Unterricht wird auf einmal von einem Vortrag tatsächlich zu einem Dialog, den die Schüler miteinander führen. Der Birklehof konzentriert sich auf dich als Schüler. Du als Individuum machst wirklich was aus. Ich merke das sehr stark im Alltag, wie meine Probleme Lehrer interessieren und wie ich wirklich als Mensch aufgehen kann und wie ich gehört werde. Es gibt ohnehin heutzutage einen Trend zur Individualisierung und was wir brauchen, ist mehr Gemeinschaft, mehr Solidarität. Trotzdem ist natürlich Individualisierung ein Thema hier, dass jeder in seinem Tempo insbesondere auch nach seinen Interessen lernen kann. Deswegen haben wir die 3 Profile, sei es das MUK, Musik- und Kunstprofil, das naturwissenschaftliche oder das internationale Profil. Und wir haben natürlich den Luxus von unendlich viel Zeit. Aber wir haben 7 Tage, 24 Stunden und ganz, ganz viel passiert außerhalb des eigentlichen Unterrichtes. Die Schüler haben bei uns viel, viel mehr Stunden als im regulären System. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Feldroboter konstruiert, entwickelt, programmiert und der fährt jetzt mittlerweile auch mehr oder weniger gut. Meine Lieblingsangebote, würde ich sagen, sind die Kunstangebote, weil ich mag es wirklich sehr, mich einfach so hinzusetzen und weil ich so einen Raum habe und an meinen eigenen Projekten arbeiten. Da kann man sich sehr, sehr bunt sein Programm zusammenwählen, aus einem wirklich dicken Wälzer von AGs auch. Zu den sportlichen Aktivitäten, die man hier am Birklehof machen kann, dazu gehören zum Beispiel Hockey. Man kann auch Basketball spielen, man kann Badminton spielen. Wir haben hier auch einen Kraftraum. Ich gehe sehr gerne in den Kraftraum. Wir haben das große Plus hier, sowohl in einer fantastischen Landschaft zu wohnen, als auch einen guten Anschluss zu haben zu einer Großstadt mit einer Universität, mit einem Theater, mit einem ICE-Anschluss. Das, glaube ich, ist ganz kostbar. Und wir machen hier viele gemeinsame Dinge, also Exkursionen zum Titisee, nach Freiburg oder wenn zum Beispiel ein Musikfestival stattfindet, geht man auch gemeinsam hin. Und es gibt immer am Anfang Integrationstage, das heißt, man macht Ausflüge mit den anderen. Wir haben ein Fahrtenprogramm hier am Birklehof. Das geht über Segelfahrten, über Skifahrten und gipfelt dann eben in der 10. Klasse in Norwegen, wo eben diese ganzen Kompetenzen, die auch am Birklehof gelehrt werden, dann auch genutzt werden, aktiv. Der Gedanke hier ist, dass man mit Verboten ziemlich wenig weiterkommt, sondern dass man Kompromisse aushandeln muss. Das heißt, es gibt ein gutes Regelwerk, was man aber eben immer wieder auch miteinander austesten oder ausprobieren kann. Ja. Und gleichzeitig ist diese Verantwortung natürlich auch eine Sache, wo man sagen muss,
Wir lernen super viel, aber wir müssen für eventuelle Fehler dann auch gerade stehen. Das ist eins der Top 2 Argumente, was Jugendliche genannt haben beim Abiball. Was nimmst du mit von hier? Das war gelernt haben, mich zu präsentieren und vor der Gruppe zu stehen. Ich freue mich, hier am Birkluft zu sein, weil ich hier soziale Kontakte fürs ganze Leben gewinne. Ich freue mich, auf dem Birkluft zu sein, weil ich so über mich hinauswachsen konnte, wie ich es nicht für möglich gehalten habe. Birkelhof ist für mich wie eine zweite Familie. Man fühlt sich hier einfach so wohl. Also die Menschen, die hier leben, die wollen hier sein. Das macht einen echten Unterschied. Irgendwie ist es einfach zu meinem Zuhause geworden und das finde ich auch so was ganz Magisches hier.